Hey, ich komme eben von der Arbeit und ich dachte mir, ich kann ja mal vorbeischauen. Darf ich reinkommen? Ja, klar. Ich habe nur nicht mit Besuch gerechnet, aber bitte. Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Wir haben uns jetzt bei der Arbeit schon 2 Wochen nicht mehr gesehen. Ja, ich war ziemlich beschäftigt. Also Bernhard ist halt schon ziemlich sauer. Er hat gesagt, dass du nicht einfach unentschuldigt so lange fehlen kannst und wenn das noch weiter so geht, muss er dich feuern. Ich habe eine tragende Rolle und das weiß er. Er kann mich nicht loswerden. Ich gebe dir halt nur wieder, was er mir so gesagt hat. Ändert nichts daran, dass es nicht funktionieren wird. Wie meinst du das? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe nichts gemacht. Nichts. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht einfach schon fast die 3. Woche unentschuldigt fehlen bei der Arbeit. Komm, sag mir doch einfach, was ist denn los? Ich stehe nun mal unter Druck. Ich muss mich doch nicht für alles rechtfertigen. Du weißt, irgendwas muss ich dem Chef sagen. Soll das etwa heißen, Bernhard hat dich geschickt? Nein, nicht direkt, aber er hat schon. Ich hab die gefragt und er wollte wissen, ob ich Kontakt zu ihr habe. Er hat selber schon versucht, dich zu erreichen. Warum kommt der Chef dann nicht selbst vorbei, wenn es ihn so sehr interessiert? Aber deine Wohnung liegt halt. Aber bei mir auf dem Heimweg. Wenn es was alles ist, du musst es mir nicht sagen, aber ich muss auch gerne weiter erzählen, wenn du einfach Hilfe brauchst. Ich brauche keine Hilfe, ich brauche gar nichts. Ich brauche einfach nur Zeit, um die Dinge zu regeln. Ich weiß, wir haben auf der Arbeit sonst nicht viel miteinander zu tun. Aber wir machen uns alle schon Sorgen um dich. Also, falls ich dir irgendwie helfen kann, du weißt doch, wir versuchen als Familie zu arbeiten. Es ist kalt, wir müssen weg hier kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und haben sich alles gesehen. Zu viel Rot auf deiner Lippen. Du hast gesagt, Mach mich nicht. aber du warst doch schuld. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen Shelter wollten. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden, du verwirrt. Alles in Ordnung? Was? Ich habe gefragt, ob alles in Ordnung ist. Alles gut, ich bin hier. Du bist auch bei mir.
und was haben Sie an diesem Abend gemacht? Ja, was heißt hier welcher Abend? Sie wissen doch genau, welchen Abend ich meine. Så valkyrjor och komna, kurvar att riva till god fjordar. Skuld en skillig en skågulånor, guld, bilder, gondur och gailar skågor. Nu är talar, nonnur härjat, kurvar att rida, grov valkyrjor. Exobalgum, blågum, kivo, båden, sparren, orlov, folgum, stod och vaxen, bollum här, mjölk, fader, mistrikar. Regn, nejlig, ärnad sydis, armflöj, tackling, hård, namnskjorta, Balders broder var och våringslämma, såna, orden, såna, einöppet vägar. Över händer med hårdhuden över och bål och bar, Balders andeskåta. En frigott grät i den sålen, vår Valhalla, wie wieder Edamat. Jetzt hören Sie mal auf, ständig an die Decke zu starren und reden Sie endlich mit mir. Also wenn Sie mir nicht helfen, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Und Sie können sich wirklich an nichts erinnern, also wirklich an gar nichts? Woran erinnern Sie sich denn überhaupt? »250 Polizisten rennen gerade wegen Ihrem Kollegen im Wald rum. Also falls er noch lebt, wäre es wichtig, ihn so schnell wie möglich zu finden.« Meine Kindheit war recht aufregend. Ich habe viel mit meinen Eltern gemacht. Ich mochte damals besonders den Zoo. Es war faszinierend, den Löwen bei der Fütterung zuzuschauen. Die brachiale Kraft eines Raubtiers. Machen Sie sich denn gar keine Sorgen? Wundern Sie sich nicht, wo Ihr Kollege abgeblieben ist? Ihre Nachbarn haben uns schon mitgeteilt, dass er Sie am besagten Tag besucht hat.
Hallo. Okay. Kommt Ihnen das hier bekannt vor? Das haben wir bei Ihnen gefunden. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Am Abend des 20. Aprils kam Ihr Arbeitskollege zu Ihnen und seitdem ist er weg. Haben Sie irgendwas dazu zu sagen? Ja, finden Sie das nicht komisch? Das ist doch Ihres. Wir haben einen Laborbericht, wir haben DNA-Spuren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das anders erklären soll. Ja gut, also erzählen Sie einfach mal, in welchem Verhältnis Sie zum Opfer standen, ob irgendwas vorgefallen ist. Ich meine, Sie wollen hier raus und wir wollen hier auch fertig werden. Wir haben mit Ihren Nachbarn geredet. Ihre Nachbarn sagen, Ihr Arbeitskollege war bei Ihnen. Ihr Chef sagt genau das Gleiche. Er meint, dass Ihr Arbeitskollege noch irgendwas mit Ihnen besprechen wollte. Wir haben Ihr Auto angeschaut, da ist überall Schlamm, Dreck an den Reifen. Sie müssen doch irgendwo gewesen sein in den letzten Tagen. Boah, wir sitzen jetzt Ewigkeiten hier, Sie müssen doch irgendwas sagen können. Ich meine, ich stecke Sie in Untersuchungshaft. Okay, ich würde es einfach nochmal zusammenfassen. Es gibt Aussagen von Ihrem Chef und von Nachbarn, die bestätigen, dass Ihr Arbeitskollege an besagtem Abend bei Ihnen war. Ihr Auto wurde geblitzt, wie es nachts aus einem Waldgebiet fährt. Und es gibt außerdem Blutspuren an Handschuhen, die in Ihrer Wohnung gefunden wurden. Und inzwischen gibt es auch ein DNA-Gutachten, das eindeutig zeigt, dass diese Blutspuren von Ihrem Kollegen stammen. Wir haben jetzt eine Hundertschaft in den Wald geschickt und ich glaube, Sie würden sich und uns Zeit und Arbeit ersparen, wenn Sie endlich reden. Es ist 20 Uhr. Willkommen bei den Abendnachrichten hier auf Retro 81.8 FM. Die Kriminalpolizei Rheinland-Pfalz gab heute Morgen nach 7 Tagen der intensiven, groß angelegten Suchaktion mit mehreren hundert Beamten im Pfälzerwald bekannt, eine Leiche gefunden zu haben, die als der vor kurzem als vermisst gemeldete Mann aus Waldfischbach identifiziert werden konnte. Bei der heutigen Pressekonferenz teilte der Pressesprecher der Polizei zudem mit, dass die Leiche in Einzelteile zerstückelt wurde, bevor man sie in einem selbstgeschaufelten Grab entsorgte. Der Tatverdächtige, der ein Arbeitskollege des Opfers war, befinde sich bereits seit Tagen in Gewahrsam. In den Verhören mache er einen verwirrten Eindruck. Ein Motiv für die Tat habe sich bisher noch nicht feststellen lassen. Die Staatsanwaltschaft bereite bereits die Anklage gegen den 25-Jährigen vor. Ein bevorstehendes psychologisches Gutachten solle klären, ob der Mann aus Vorsatz gehandelt habe und ob er psychisch krank sei. Bei der Konferenz verurteilte der Bürgermeister die Tat aufs Schärfste und forderte harte Konsequenzen für den Täter. Ebenfalls rief er zu einer Mahnwache in Gedenken an den Getöteten auf. Angehörige und Mittrauernde stellten heute bereits Blumen und Kerzen ans Rathaus. Bleiben Sie auch weiterhin dran für den Wetterbericht. Das waren die Abendnachrichten hier auf Retro 81.8 FM.
Mit dem Nachbarskind habe ich oft gespielt. Sie wohnten am Ende der Straße. Schade, dass sie umziehen mussten. Den Winter mochte ich besonders gerne. Es war immer sehr ruhig und das Kaminfeuer von Opa war immer sehr entspannend. In meiner Arbeit bin ich tatsächlich aufgegangen. Meine Tätigkeit ist nicht für jedermann, aber ich fühle mich gut aufgehoben. Ich pflege ein gutes Verhältnis mit meinen Kollegen. Meine Freizeit habe ich meistens in Musik investiert. So viele Instrumente zum Lernen, so viele Melodien zum Erklingen.